Hallo und herzlich willkommen bei AFUG Info. Heute geht es um das Tooltop ET15S, eine Wärmebildkamera und Multimeter in einem. Das Gerät ist einfach zu bedienen und so vielseitig, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Mit einem Tastendruck kann man zwischen Multimeter und Wärmebildkamera umschalten und mit der Wärmebildkamera beginnen wir auch gleich. Sie deckt den Temperaturbereich von -20 bis +550 Grad Celsius ab und ist damit vielseitig einsetzbar. Für die Elektronik inklusive Makrovorsatz für Nahaufnahmen. Für den Kfz-Bereich. Für Gebäude, Heiz- und Klimatechnik und vieles mehr. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Funktionen und die Software. Hier sehen wir eine Platine und erkennen aus der Ferne bereits, welche Bereiche sich erwärmen. Für Nahaufnahmen ist der Makroaufsatz mit dabei, der einfach vor die Kamera geschoben wird. Damit werden dann auch kleine SMD-Bauteile detailliert aufgelöst. Für die Entwicklung oder die Fehlersuche bei Reparaturen ist das sehr hilfreich. Man kann schnell erkennen, ob die Temperatur eines Bauteils noch im Normbereich liegt. Defekte Bauteile werden oft heiß oder bleiben kalt und können dann schnell identifiziert werden. Zugleich kann man mit dem Multimeter Strom- oder Spannungsmessungen an den entsprechenden Bauteilen vornehmen, ohne den Wärmebildmodus zu verlassen. Oben links werden die Temperatur im Zentrum sowie die Maximum- und Minimumwerte eingeblendet. Die Farbpalette am rechten Rand zeigt, welche Farbe welcher Temperatur zugeordnet ist. Für eine bestmögliche Darstellung stehen 15 Pseudofarben zur Verfügung. Je nach Oberfläche des Messobjekts ist mal die eine und mal die andere vorteilhafter. Wobei die schwarz-weißen Darstellungen wie weiß glühend oder Eisfeuer oft eine gute Wahl sind. Sie kommen auch gut mit spiegelnden Oberflächen zurecht. Man muss aber nicht unbedingt ins Menü. Mit langem Tastendruck auf eine der seitlichen Tasten, Pfeil nach unten oder Pfeil nach oben, lassen sich die Farbpaletten auch bei laufender Wärmebildkamera durchschalten. Jede Pseudofarbe hat seine Vorteile, je nachdem, was man darstellen möchte. Das ET15S bietet eine große Auswahl. In der Preisklasse habe ich nichts Vergleichbares finden können. Auch die Infrarotauflösung mit 256 x 192 Pixeln ist in der Preisklasse mehr als gut. Eine weitere hilfreiche Anwendungsmöglichkeit ist, zu beobachten, ob, wie schnell und wo sich Bauteile erwärmen. Als Beispiel sehen wir einen Leistungswiderstand. Mit Makro sind die Strukturen detailliert zu erkennen. Inklusive aller Kratzer an der Oberfläche. Mit dem Tooltop ist es auch ganz einfach, die Temperatur eines Lötkolbens zu messen. Und hier sehen wir das Ladegerät für den Lötkolben. An der hellen Stelle ist der Trafo verbaut. Dort ist es mit ca. 43 Grad am wärmsten. Hier sehen wir den Trafo im Inneren eines Netzteils. Wo Strom fließt, entsteht in der Regel Wärme. Das heißt nicht, dass automatisch ein Defekt vorliegt. Mit dem Tooltop ist es berührungslos möglich zu prüfen, ob die Temperaturen im zulässigen Bereich liegen. Hier sehen wir noch den Kühlkörper mit den Leistungstransistoren an der Rückseite des Netzteils. Praktisch ist, dass man gleich einen Überblick über das gesamte Sichtfeld hat.
Dieser Lüfter läuft schon eine Weile und man erkennt an den hellen Stellen, wie sich der Motor in der Mitte erwärmt hat. Da der Lüfter komplett aus Metall besteht, überträgt sich dies auch auf die Lüfterflügel. Zum Vergleich der Farbpaletten nochmal das Auslaufen in Farbe. Mit langem Tastendruck auf Hold Save kann man beliebig viele Bildschirmkopien im Bitmap-Format speichern, bis die SD-Speicherkarte voll ist. Bei maximal 64 GB sind das einige. Mit der kostenlosen Software kann man sich auch noch im Nachhinein mit einem Mausklick die Temperatur jeder beliebigen Stelle anzeigen lassen. Dazu später mehr. Diese Messkabel werden ab jetzt mit 5 Ampere belastet. Der Strom ist unten am Bildschirm eingeblendet. Nach etwa 10 Sekunden haben sich die Kabel so weit erwärmt, dass sie sich von der Umgebung abheben und man ihre Struktur in der Wärmebildkamera erkennt. Nach circa einer Minute, hier im schnellen Vorlauf, sehen sie dann so aus. Im nächsten Beispiel sehen wir ein Netzkabel, das sich unter Belastung erwärmt. Hier sind es etwa 8 Ampere. Gleichzeitig messen wir mit dem Multimeter die Netzspannung. Die ist aufgrund der Last auf 220 Volt abgesunken. An der wärmsten Stelle hat das Kabel ca. 27 Grad. Wird die Last entfernt, steigt die Netzspannung wieder auf fast 230 Volt. Das Gerät kalibriert sich kurz automatisch und die Kabeltemperatur liegt jetzt bei ca. 23 Grad. So sieht das Kabel eines 2 kW Heizlüfters aus. Und der Heizlüfter selbst. Das Gerät eignet sich auch, um defekte Stellen an Kabeln zu erkennen. Der schwarze Masseanschluss dieses 12 Volt Ladegeräts erwärmt sich auf ca. 34 Grad. Der rote Plus-Anschluss dagegen nur auf ca. 26, obwohl beide dieselbe Temperatur haben sollten. Tatsächlich war die Steckverbindung des Massekabels nicht mehr ganz fest. Der erhöhte Übergangswiderstand verursachte die leicht erhöhte Wärmeentwicklung. Bei dieser defekten Motorradbatterie sieht man mit der Wärmebildkamera, welche Zellen sich während der Ladung erwärmen. Und nochmal in Farbe. Auch für den Schaltschrank und die komplette Elektrik ist das ET15S sehr hilfreich. Es ist immer gut zu wissen, welche Temperatur die Übergangswiderstände entwickeln, auch bei Steckdosen, Kabelverbindungen, Sicherungen und allem, was mit Strom zusammenhängt. Leuchtdioden an sich sind durch die Infrarotkamera nicht zu sehen. Nur wenn sie Wärme entwickeln, wie bei dieser Lampe, kann man das sehr gut erkennen. Im nächsten Beispiel sehen wir eine Heizfolie. Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung werden die Heizfäden sichtbar. An den dunkleren Stellen erwärmen sie sich nicht oder nicht ganz so stark. Defekte lassen sich mit Hilfe der Wärmebildkamera leicht erkennen. Gleichzeitig wird die 12 Volt Versorgungsspannung gemessen und am unteren Bildschirmrand angezeigt. Oder wir messen den Strom. Hier mit Blick auf die Rückseite der Folie. Alle Multimeterfunktionen stehen auch mit der Wärmebildkamera zur Verfügung. Das Multimeter sehen wir uns später noch genauer an. Die Wärmebildkamera ist zum Beispiel im Kfz-Bereich sehr hilfreich. Hier sehen wir eine Sitzheizung.
Neuere Sitzheizungen fallen bei einer Unterbrechung ja nicht mehr komplett aus, sondern nur noch im betroffenen Teilabschnitt. Auch interessant, so sah anschließend der Sicherungskasten aus. Die Wärmeentwicklung ist durch die Kunststoffabdeckung hindurch gut erkennbar. Beheizbare Heckscheiben kann man ebenfalls schnell und einfach prüfen. In Schwarz-Weiß sieht es fast noch besser aus. Bei der Heckscheibe sind die Heizfäden an der Glasoberfläche angebracht, deshalb erkennt man die Strukturen sehr klar. Beheizbare Frontscheiben haben hauchdünne Heizfäden, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen. Im Unterschied zur Heckscheibe sind sie ins Glas eingelassen. Wärmebildkameras können durch Glas aber nicht hindurchsehen, deshalb sieht man nur, wie sich die Frontscheibe im Ganzen erwärmt. Dunkle Stellen würden auf einen Defekt hinweisen. Hier ist aber alles in Ordnung. Hier sieht man durch die Kunststoffabdeckung hindurch die Nachwärme eines Motors, der schon über Stunden abgestellt war. Die Luft selbst können Wärmebildkameras zwar nicht erfassen, aber die Temperatur der Luftdüse kann man sichtbar machen. Im Moment strömt kalte Luft von der Klimaanlage hindurch, erkennbar an der blauen Farbe und der Minimumtemperatur. Dann schalten wir die Heizung an. Und die Luftdüse wird mit zunehmender Temperatur heller. In der farbigen Darstellung sieht es so aus. Auch Defekte am Bremssystem, wie heiß gewordene Bremsscheiben oder Bremssättel, lassen sich mit der Kamera schnell und einfach aufspüren. Im Kfz-Bereich ist das ET15S vielseitig einsetzbar. In der Heizungs-, Klima- und Gebäudetechnik ist das Tooltop ebenfalls unentbehrlich. Hier sehen wir ein älteres Fenster. Die blauen Stellen verraten gleich den kalten Luftstrom. Bei Kühl- und Gefrierschränken sieht man, wo Kälte austritt. Im Keller lässt sich Feuchtigkeit lokalisieren und vieles mehr. Alles, was mit Heizung, Kühlung, Dichtung oder Dämmung zu tun hat, kann man wunderbar erfassen. Und notfalls auch Fieber messen. Und auch sonst ist es recht aufschlussreich, Verschiedenes zu beobachten. Interessant ist zum Beispiel, wie lange ein Handabdruck auf Oberflächen sichtbar bleibt. So sehen offene Flammen durch die Wärmebildkamera aus. Und hier noch ein Baum. Im Freien bitte beachten, dass die kalte Himmelsstrahlung mit über 50 Grad minus die Temperaturanzeige eventuell beeinflussen kann. Oder einen Schirm oder Ähnliches über dem Messobjekt als Barriere verwenden. Mit langem Tastendruck gelangt man ins Menü. Dort lässt sich der Emissionsgrad einstellen. Entweder benutzerdefiniert oder man wählt einen Wert aus der Liste. Schön ist, dass auch gleich das Material mit angegeben ist, sodass man nicht extra in einer Liste nachschauen muss. Im Handbuch findet man zusätzlich eine Beispieltabelle mit Emissionswerten für verschiedene Materialien. Außerdem kann man den Messbereich und vieles mehr festlegen. Das Menü bietet viele Einstellmöglichkeiten, ist übersichtlich, überwiegend selbsterklärend und in mehreren Sprachen verfügbar. Eine kleine Hilfe ist auch mit dabei, wenn auch nur auf Englisch. Dann sehen wir uns das Multimeter genauer an. Mit kurzem Tastendruck nach oben oder unten navigiert man vorwärts oder rückwärts durch die Messfunktionen. Das funktioniert im Wärmebildbetrieb genauso wie im reinen Multimeter-Modus. In manchen Bereichen kann man noch per Tastendruck zwischen AC und DC umschalten oder eine andere Funktion aktivieren.
Ist die intelligente Stromstärkenumschaltung aktiviert, schaltet das Gerät automatisch in den Amperebereich, sobald die entsprechende Buchse verwendet wird. Das funktioniert mit allen Steckern. Wird das Messkabel entfernt, schaltet das Gerät wieder zurück. Dann sehen wir uns den Voltbereich auch gleich näher an. Als Referenz dient ein frisch kalibriertes, hochpreisiges Tischmultimeter. Im Vergleich kann die Genauigkeit des Tooltop überzeugen, wobei man berücksichtigen sollte, dass es weniger Nachkommastellen als das Tischmultimeter hat. Auch die Geschwindigkeit bei Autorange ist in Ordnung. Die Bereiche werden schnell umgeschaltet. Positiv wären außerdem der Bargraph und die grafische Anzeige zu nennen. Die kann man per Tastendruck speichern und später am Computer ansehen oder weiterverarbeiten. Dazu später mehr. Mit kurzem Tastendruck auf Hold kann man den Messwert auf dem Bildschirm einfrieren. Auch im Wechselspannungsbereich macht das Tooltop ET15S einen guten Eindruck. Wir gehen einfach mal ein paar Messwerte durch und vergleichen die Genauigkeit. Die Minimum-, Durchschnitts- und Maximumanzeige ist eine gute Idee, allerdings sollte man beachten, dass die Minimumanzeige nur dann einen plausiblen Wert anzeigt, wenn der Messwert im negativen Bereich ist. Dieses Signal hat ein leichtes Offset und wechselt von -2 bis +2,1 Volt. Soweit ist alles in Ordnung. Hier liegt bereits +5 Volt Gleichspannung an. Jetzt wird von AC auf DC umgeschaltet. Der Minimumwert sollte dann eigentlich 5 Volt betragen, es sind aber 0 Volt. Naja, das lässt sich bestimmt durch ein Firmware-Update beheben. Hier sieht man übrigens die interne Temperatur des Messgeräts. Auch eine manuelle Bereichswahl steht zur Verfügung. Auto erlischt und mit jedem Tastendruck verschiebt sich das Komma um eine Stelle. Um zur Automatik zurückzukehren, schaltet man kurz zu einer anderen Messfunktion und dann wieder zurück. Der Widerstandsbereich geht bis 100 Megaohm und deckt damit einen weiten Bereich ab. Beide Widerstände wurden mit anderen Messgeräten gegengeprüft. Die angezeigten Werte sind korrekt. Die Genauigkeit ist gegeben. Hier ein Präzisionswiderstand mit 0,1% Toleranz, 3,3 Kiloohm auf der einen Seite und 11,11 Kiloohm auf der anderen. Mit der Relativtaste lassen sich unter anderem die Messleitungen kompensieren. Wir beginnen mit einem 34 Nanofarad Präzisionskondensator. Hier noch ein 5 Nanofarad Kondensator. Die Nachkommastellen sind im Pico-Bereich, wobei hier kurze Messleitungen angebracht wären und sich das Berühren der Messkabel mit der Hand bereits auswirkt. Es geht aber auch weit nach oben, hier als Beispiel ein 10.000 Mikrofarad Kondensator. Der Messbereich geht bis maximal 200 Millifarad. Der nächste Kandidat ist ein alter 1,5 Mikrofarad Kondensator mit 10%, mit dem so manche Multimeter ihre Schwierigkeiten haben. Das Tooltop aber kommt damit einwandfrei zurecht.
Ist eine Diode in Ordnung, quittiert das ET15S dies kurz akustisch und zeigt die entsprechende Spannung auf dem Display. Vom Diodenbereich gelangt man per Tastendruck zum Durchgangsprüfer. Der ist nicht ganz verzögerungsfrei, aber ausreichend. Eine NCV-Funktion mit akustischer und optischer Anzeige ist ebenfalls vorhanden. Im Live-Betrieb arbeitet das Tooltop wie ein Phasenprüfer. Eine Messleitung reicht aus. Berührt man die Phase, gibt es eine akustische Rückmeldung. Beim Neutralleiter dagegen passiert nichts. Die Leuchtdiode an der Rückseite lässt sich mit langem Tastendruck auf Select ein- und ausschalten. Ein großer Vorteil ist der austauschbare Lithium-Ionen-Akku vom Typ 18650, der überall im Handel erhältlich ist. Bei Bedarf kann man ihn problemlos tauschen oder ersetzen. Einzig, dass man nach der Entnahme Datum und Uhrzeit neu einstellen muss. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten. Geladen wird der Akku über eine USB-C-Buchse. Die zugehörige Gummischutzkappe am Gerät verliert man relativ schnell. Ihre Befestigung ist nicht so optimal. Nach dem Anschließen des Ladegeräts erscheint ein Batteriesymbol auf dem Bildschirm. Geladen wird, wenn das Symbol von unten nach oben aufgefüllt wird. Diese Anzeige erlischt aber nach kurzer Zeit. Möchte man wissen, ob noch geladen wird, drückt man eine beliebige Taste. Ist das Batteriesymbol voll ausgefüllt und bewegt sich nicht mehr, ist der Ladevorgang beendet. Ansonsten lädt das Gerät noch. Im ausgeschalteten Zustand liegt die Stromaufnahme bei ca. 14 Mikroampere. Zur Aufrechterhaltung von Datum und Uhrzeit. Während des Einschaltvorgangs geht es kurzfristig auf maximal ca. 290 mA. Im Multimeterbetrieb sind es um die 230 bis 240 mA. Ebenso im Wärmebildmodus und im Menü. Ist Bildschirm-Timeout aktiviert, schaltet der Bildschirm nach der voreingestellten Zeit aus. Das Gerät selbst läuft weiter. In dem Fall beträgt die Stromaufnahme ca. 180 mA. Drückt man eine beliebige Taste, erscheint das Display wieder. Unter dem Akku befindet sich eine SD-Karte zum Speichern von Bildschirmkopien der Wärmebildkamera und Multimeteraufzeichnungen. Im Lieferumfang war eine 4 GB Karte, das Gerät unterstützt laut Handbuch Karten bis 64 GB. Man kann, muss die Karte aber nicht entnehmen. Die Daten lassen sich auch bequem über ein USB-C-Kabel auf den Computer übertragen. Die Karte erscheint dann wie ein USB-Laufwerk. Die kostenlose Software ist portabel und nur 49 Kilobyte groß. Man lädt einfach die Bitmap-Datei, die zuvor mit der Kamera gespeichert wurde. Entweder direkt vom Gerät oder man kopiert die Datei und öffnet sie dann von der Festplatte aus. Hervorragend ist, dass man im Nachhinein noch mit der Maus auf einen beliebigen Punkt im Bild klicken kann und sofort die Temperatur der angeklickten Stelle erhält. Das ist sehr hilfreich für Dokumentationen. Manchmal stellt sich auch erst im Nachhinein heraus, dass eine andere Stelle im Bild doch relevant gewesen wäre. Mit der Software ist das kein Problem. Ein Mausklick und man sieht die Temperatur an jedem Punkt des Bildes.
Um Multimeteraufzeichnungen zu öffnen, klickt man auf den zweiten Reiter. Gespeichert wurde der Spannungsanstieg von 0 auf 15 Volt in 1 Volt Schritten. Weil aber der Maximalwert 1500 Volt beträgt, sieht man davon natürlich wenig. Auch die Zeit auf der X-Achse ist nicht plausibel. Man kann sich behelfen, indem man die Datei mit dem Editor öffnet. Hier haben wir die aufgezeichneten Messdaten. Die könnte man natürlich auch kopieren und anderweitig weiterverarbeiten, in LibreOffice, Excel oder ähnlichen Programmen. Im Prinzip ist es eine CSV-Datei. Dann gehen wir wieder nach oben und ändern manuell den Maximalwert auf 1500. Laden wir die Datei erneut, ist der Maximalwert jetzt 15 Volt und wir sehen den Spannungsverlauf. Der ist unregelmäßig, weil die Spannung von Hand erhöht wurde. Für Multimeteraufzeichnungen ist die Software noch nicht optimal. Bleibt zu hoffen, dass künftige Updates mehr Funktionalität bringen. Man sollte auch nicht vergessen, dass die Software nur 49 Kilobyte groß ist. Positiv ist zu erwähnen, dass man so viele Multimeteraufzeichnungen speichern kann, bis die Speicherkarte voll ist. So manch teures Gerät bekannter Hersteller ist oft auf nur einen Datensatz begrenzt. Unterhalb der Batterie befindet sich außerdem noch eine gesockelte 10 Ampere Sicherung für den Amperebereich des Multimeters. Eine Ersatzsicherung ist im Lieferumfang gleich mit dabei. An der Unterseite des Geräts befindet sich ein herkömmlicher Stativanschluss. Das ist optimal. Mini-Stative für 2 bis 3 Euro kann man auch als Handgriff verwenden. Daneben ist eine Befestigungsmöglichkeit für eine Handschlaufe vorgesehen. Auf der Rückseite befindet sich ein Bügel. Durch die gezackte Form kann das Gerät auch an geeigneter Stelle in verschiedenen Winkeln eingehängt werden. Alles in allem ist das ET15S ein gelungenes Gerät mit guter Wärmebildkameraauflösung, Makrovorsatz und einem praktischen Multimeter zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für viele Anwendungen ist es unverzichtbar. Der austauschbare Akku und die Speichermöglichkeit auf SD-Karte gefällt mir besonders gut. Ebenso, dass es sich um ein Standalone-Gerät handelt. Die Bedienung ist einfach und übersichtlich und die Tasten sind ein großer Vorteil gegenüber einem Touchscreen. Der Bildschirm zeigt ja ein Kamerabild und das soll nicht durch Fingerabdrücke gestört werden. Die Displayschutzfolie, die ab Werk aufgebracht ist, stört überhaupt nicht. Es ist mir völlig unverständlich, dass die erste Handlung so mancher Benutzer darin besteht, die Schutzfolie zu entfernen. Wer lange Freude an seinen Geräten haben möchte, belässt sie auf dem Display und bringt bei Bedarf eine neue auf. Wünschenswert wäre eine aufschiebbare Schutzabdeckung oder Ähnliches für die Wärmebildkamera, so dass man nicht versehentlich in die Linse fasst. Das Gerät ist ja auch ein Multimeter. Im Gesamten macht es einen sehr guten Eindruck, wobei ich natürlich nur für das Gerät sprechen kann, das mir vorliegt. Ob ich es wieder kaufen würde, die Frage lässt sich mit einem klaren Ja beantworten. Vielen Dank für Ihren Besuch.